So wird hier gearbeitet. Ja, mega geil. Geil, ne? So nice. Sehr geil. Sehr cool. Aber ich bin auch der Typ, wir hatten auch gestern wieder ein Meeting mit Honda. Und da war die Panis, unsere Ansprechpartnerin, und noch ein anderer Typ. Ich ziehe mir für sowas kein T-Shirt an, wenn es zu warm ist. Ich habe mir gedacht, scheißegal. Und sie meinte dann auch, also das wird bestimmt das entspannteste Meeting dieses Monat. Wenn ich schon gucke, wie ihr da sitzt, da ist mir schon alles klar. Nein, wir hatten eine geile Zeit. Aber wir waren auch froh, wieder auf den Bikes zu sein und ja, den Rest von Kenia zu erkunden. Das war so eine spontane Aktion. Wir haben 2 französische Reisende getroffen, Marion und Anatol. Und die haben wir am Fuße des Mount Kenya auf einem Campingplatz getroffen. 2011 auf meiner ersten Kenia-Expedition, wie ich so gerne nenne, hatte ich auch diesen wahnsinnigen Einfall, diesen Berg da hochzulaufen. Ich hatte keinen Schlafsack, kein Zelt, ich hatte einen Rucksack und ein bisschen Tütennahrung. Und auf 4200 Metern musste ich aufgeben. Ich hatte keine Karte, ich hatte keinen Guide, ich war illegal in dem Park, weil ich mir keinen Eintritt leisten konnte. Und dann dachte ich, naja gut, das ist erledigt, das wird nichts mehr in diesem Leben. Dann waren wir wieder an dem Berg und wir haben tatsächlich nicht geplant, den zu besteigen, weil es zu teuer ist. Und Marion fragte uns dann, wollt ihr denn nicht vielleicht den Mount Kenya mit uns besteigen? Und ich sagte dann so, nee, ist doch viel zu teuer. Und die beiden Franzosen dann, ja komm, lass das machen, wir sind einmal hier, ne? Und die haben dann mit dem verhandelt und irgendwie haben die dann gesagt, ja 270 € für 5 Tage Aufstieg inklusive Eintritt, Essen, Trinken, Vollverpflegung, Wasser, Unterkunft, alles. Und dann sag ich, ja, das ist jetzt weniger als die Hälfte von dem, was wir erwartet haben. Ja, komm, scheiß drauf, wir machen das. Und wir haben es alle angeguckt, haben uns an den Tisch gesetzt und dann, ja, eigentlich war die Entscheidung gefallen, als wir uns in die Augen geguckt haben. Und dann haben wir gedacht, ja, komm, wir ziehen das durch. Ja, dann haben wir das mit den beiden gemacht und das war ein einmaliges Erlebnis. Man läuft quasi durch irgendwie 3 oder 4 Klimazonen, von Dschungel bis ja, schneebedeckten Gipfel. Und vom ersten Moment an haben wir gemerkt, also das ist hier keine 0815-Aktion. Die haben richtig Bock drauf. Die Jungs waren lange nicht mehr oben, die hatten lange keine Touristen mehr. Die haben sich gefreut über unsere Entscheidung. Die haben sich gefreut, dass sie was schaffen dürfen. Und die hatten 20, 30 Kilo Gewicht, jeder, am Rücken. Und die haben uns nicht mal unsere Zahnbürste tragen lassen. Ich hab gesagt, ey Hudson, komm, ich bin jetzt auch kein Weichei, jetzt gib mir den Rucksack, ich trage den selber. Und er sagt dann aber mit einem Lächeln im Gesicht, weißt du, lass mich meinen Job machen. Ich bin hier, um zu arbeiten, ihr seid hier, um zu genießen. Und ich werde dir nicht erlauben, hier auch nur einen Apfel selber zu tragen. Weil das ist meine Profession, das ist, was ich hier mache. Und ich liebe den Job. Also, ich nehme den Rucksack und du genießt die Welt. Und der hat es voll ernst gemeint. Und das war natürlich die Ausgangsstimmung. Und so hatten wir 5 wirklich beeindruckende Tage. Und also man muss sagen, wir waren schlecht vorbereitet. Ich hatte 8 € Decathlon Turnschuhe, die waren nicht wasserdicht, luftig, leicht, aber nichts für hochalpines Klima. Wenn es geregnet hätte, dann wären mir auf 5000 Metern wahrscheinlich die Füße abgefroren. Ich habe dann 3 Paar Socken übereinander gezogen. Das ist schon ein Paar mehr, als ich auf der Reise überhaupt dabei habe, aber die Franzosen waren spendabel. Dann habe ich noch eine Plastiktüte drüber gezogen und so habe ich das irgendwie in den Schuh gequetscht, in der Hoffnung, wenn es regnet oder ich in eine Pfütze trete, dass der Fuß halt warm genug bleibt. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir quasi so ein bisschen mit Improvisation und spontanen technischen Lösungen da diesen Berg bestiegen haben. Und wir sind alle oben angekommen, alle ohne ernsthafte Höhenprobleme und die Stimmung war natürlich auf einer absoluten Höhe. Also wir waren, high, hat der Hudson immer gesagt. Hier wirst du high, auch ohne Marihuana. Der Berg, der macht dich high. Da brauchst du nichts. Wasser und Brot und du bist glücklich und lachst den ganzen Tag. Und so war's. Reduziert auf das Wesentliche haben wir die Natur dort wirklich genießen können. Ja, in Kenia haben wir die Erfahrung des Sprenghuhns gemacht.
Sprenghuhn ist eine Kreation, eine Wortschöpfung von uns, wenn man so will, weil die haben eigentlich schon gutes Fleisch in Kenia, das will ich nicht abstreiten. Aber die haben leider nicht das Wissen, wie man das zerlegt. Also nicht nur bei Hühnchen, sondern auch bei Rind und Schwein. Die nehmen ihre Machete und hauen halt einfach drauf los. Das heißt, du hast natürlich dann in deinem Fleisch alles. Also jegliche Knochen und Sehnen und Fett. Und deswegen haben wir das Wort erfunden, Sprenghuhn. Weil es einfach halt aussieht wie gesprengt. Also in Kenia, finde ich, ist es eine geile Kombination aus afrikanischer Entspanntheit. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen, wissen auch manchmal, wenn ich sag mal, nicht die optimalen Verhältnisse herrschen oder der Plan nicht 1:1 aufgeht, sich zu helfen, ohne dabei aus der Balance zu geraten, so wie das ja in der Heimat oft ist. Aber trotzdem herrscht hier in Kenia eine gewisse Disziplin, eine gewisse Zuverlässigkeit und ein gewisser Standard, der es echt angenehm macht, das Land zu bereisen. Du fühlst, dass du willkommen bist. Du bekommst es auch oft genug gesagt. Und die Leute freuen sich, dass sie etwas für dich tun können. Also, ja, die sind, wie wir schon bei Käfer gesagt haben, Business. Die wissen, wie Business läuft. In Kenia bist du willkommen, du fühlst das und du kannst aber auch richtig tief in die Gesellschaft eintauchen. Da ist das, ja, da bist du dabei, da gehörst du dazu. Das ist geil, deswegen reisen wir. Ja, ich muss sagen, es ist der unseren Kultur gar nicht so ferne Kampfgeist. Dinge, die man wirklich nicht leiden kann, auch zu verändern oder seine eigenen Standards zu heben. Alfred ist da das beste Beispiel. In den allermeisten Ländern, die wir bereist haben, wäre es absolut notwendig, dass einzelne Leute die Aufgabe des Staates teilweise übernehmen und sich um zum Beispiel Waisenkinder kümmern. Aber die Leute machen es nicht. Die Leute haben nicht die nötige Disziplin, nicht das Wissen und nicht vor allen Dingen nicht das Durchhaltevermögen. Und das ist in Kenia bei vielen Leuten nicht der Fall. Und die Kenianer, ja, die haben da Geist. Also die sind afrikanisch entspannt, aber die akzeptieren nicht alles. Also die wissen auch, wo sie hinwollen. Und nicht umsonst ist deshalb Kenia mittlerweile auch mehr oder weniger IT-Hauptstadt Afrikas und geht vorwärts. Also das Land entwickelt sich schon. Der Unterschied zwischen meiner ersten Reise in 2011 und der jetzigen Reise, dem nächsten Besuch, ist schon groß. Das sieht man. Da tut sich was. Ich habe die Hoffnung, dass die Welt diesen Weg geht. Dass auch mal beim kleinen Mann ein bisschen was von diesem ganzen technischen und kapitalistischen, immer vorwärts gehenden System ankommt. Das ja Leuten mit viel Geld die Taschen voll schüttet mit Gold, dass davon auch irgendwann mal eine Kleinigkeit unten ankommt. Wakati sasa umeshatimia wa kurejea kwa Mwokozi. Dann haben wir uns eine Unterkunft gesucht und die Unterkunft, die wir da zufällig gefunden haben, war eben Alfreds Unterkunft. Und wir haben uns viel unterhalten mit Alfred, eine Seele von Mensch. Und so ganz so nebenbei erzählt er dann, dass übrigens sämtliche Einnahmen dieser Airbnb-Unterkunft, und die kann bis zu 40 Leute beherbergen, zu 100% in ein von ihm selbst gegründetes Waisenhaus fließen. Und noch einiges mehr, was er so in seinem Job verdient. Und da haben wir natürlich geschluckt und gesagt, ja, das ist ja keine Kleinigkeit, ne? Also das muss man erst mal leisten. Und das wollten wir dann natürlich sehen. Wir haben uns das Waisenhaus angeguckt, uns mit den Kindern unterhalten. Und es ist tatsächlich von Alfred selbst ins Leben gerufen worden, der nämlich als Waisenkind aufgewachsen ist. Und er hatte halt dann irgendwie ein bisschen mehr Ehrgeiz als der Rest, hat eine vernünftige Ausbildung bekommen und hat dann
ja, mit all seinen Einnahmen irgendwann dieses komplette Waisenhaus aus dem Boden gestampft und hat mittlerweile 13 Lehrer angestellt und finanziert das mit quasi der Vermietung seines eigenen Hauses. Und ja, das war schon, also das war bewegend. Das so, ich meine, man kennt das Rote Kreuz, UNICEF, Brot für die Welt, USAID, Oxfam, SOS Kinderdörfer. Die haben auch so Waisenhäuser überall in der Welt. Und das ist auch richtig klasse, dass es da viele Organisationen gibt. Aber dieser eine Mann, der einfach eine Idee hatte und dieses Ding da gebaut hat, das finde ich ist nochmal ein ganz anderes Level. Der hat kein Backup, wenn das schief geht. Am Lachen der Kinder konntest du echt sehen, der hat den nicht einem, nicht zweien, sondern allen ein Zuhause gegeben. Und die hatten keins vorher. Das war cool.